Moin Moin und willkommen. Heute mal nichts für die Iron Lake Challenge, weil ich hatte in den letzten 14 Tagen so leichte Probleme wegen Überanstrengung. Ich hatte ja in einer Woche 3 Runden gelaufen und das kam nicht so ganz gut. Und ich verarbeite gerade auch noch eine kleine Erkältung. Darum machen wir heute eine kleine Tour. Liz ist wieder mit dabei. Und wir wollen hier ein bisschen in der Nähe von Kiel, besser gesagt in Mönckeberg, etwas wandern. Eine kleine Strecke von ungefähr 5 Kilometern. Und wenn ich richtig geschaut habe, soll es hier auch einen kleinen Lost Place geben. Aber dazu später mehr. Und vor allem, ich hoffe, wir finden das auch. Ich bin Hermann und ich würde mich freuen, wenn ihr uns begleitet. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viel Grün wir in und um Kiel haben. Wir sind gerade mal 1 Kilometer weit weg von unserem Parkplatz und sind mitten im Grün. Man kann schon fast sagen, wir sind hier in einem Urwald. Ganz schön zugewachsen, die ganze Geschichte hier. Und das hofft doch auf einen sehr schönen Weg. Hier haben wir jetzt noch eine kleine Beobachtungshütte gefunden, weil wir kommen an den Mönckeberger See vorbei. Wir sind hier, habt ihr am Schild gesehen, im Naturschutzgebiet Mönckeberger See. Das Naturschutzgebiet ist ungefähr 50 Hektar groß und wurde 2007 ausgewiesen. Es ist in der Nummer, also in der Rankingliste der Naturschutzgebiete, sage ich mal, die Nummer 192 und der kleine See hier ist ungefähr nur 3 Hektar groß und sein Umfang ist 1,4 Kilometer. Dies sieht zwar aus wie ein Lost Place, aber ist es nicht. Es ist wohl eines Mal gewesen, aber es ist hier eingerichtet worden zum Schutz der Fledermäuse. Wir sind hier auf den Stangenberg in der Nähe von Mönckeberg. Das ist übrigens ein Erlebniswald, wo man einige interessante Punkte erklärt bekommt, wie zum Beispiel die Schutzstation für die Fledermäuse. Und dieser Erlebniswald wurde erst 2024 ins Leben gerufen. Hier gibt es auch, habt ihr gerade gesehen, auch ein paar andere interessante Überbleibsel im Erdboden, wo ich leider nichts zu sagen kann. Meine Vermutung ist das dadurch, dass es auch Teile vielleicht auch aus dem Zweiten Weltkrieg sind zum Schutz des Hafens von Kiel oder allgemein des Gebietes von Kiel, das hier eine Luftwaffenstellung war. Aber genaues kann ich leider nicht dazu sagen. Vielleicht weiß jemand mehr von euch und kann es mal gerne unten in die Kommentare schreiben. Hier sind wir jetzt angekommen an unseren heutigen Lost Place. Er ist noch ein bisschen geschützt. Etwas Kleines zu der Kapelle. Sie wurde in den 20er Jahren gebaut
von einem Herrn Baumen zum Andenken an seine Großmutter Henriette und wurde dann später zu einer Familiengrabstätte. Wie man es leider aber auch hier sehen kann, herrscht der Vandalismus vor und das war auch schon so in den 70er Jahren. Darum wurden die Urnen, die sich in dieser kleinen Kapelle befanden, auf den Kieler Südfriedhof beigesetzt. Also wie ihr merkt, seit den 70er Jahren ist das hier zu einem Lost Place geworden. Ich habe jetzt sogar noch was drüber gefunden, über die Überreste, die ich auch vorhin schon gefunden habe, über die kleine Kapelle unter Archiv SH. Die Seite verlinke ich euch natürlich. Dort ist das hier mal wohl ein ehemaliger Herrensitz auf dem Mönckeberg gewesen. Der Mönckeberger Hof sozusagen oder nachher auch Lindenhof genannt. Das Gebiet wurde der Familie ungefähr 1750 zugesichert und da entstand dann hier drauf der Herrenhof. Nähere Informationen zu diesem Ort findet ihr auf der Seite, die ich euch unten verlinke. Da habe ich dann auch endlich den gelben Punkt gefunden. Das ist die Auszeichnung des Stadtgarten-Wanderweges von Kiel. Dieser Stadtgarten-Wanderweg ist, glaube ich, 48 Kilometer lang. Den habe ich in 2 Etappen geleistet mal. Vor, ich glaube, es ist jetzt 2 oder 3 Jahre her. Wenn euch das interessiert, ich werde euch mal den ersten Teil, wo es hier lang geht, mal oben verlinken. Und bei dieser Wanderung kommen wir auch so langsam zum Ende. Wir haben nur noch grob 1 Kilometer bis zum Auto wieder. Er war eigentlich sehr schön, ein sehr schöner Spaziergang und Eingewöhnungsmarsch mal wieder. Wir haben einiges Interessantes gesehen. Wenn euch natürlich das ganze Video gefallen hat, würde ich mich gerne über einen Like freuen. Natürlich schreibt gerne wieder was in die Kommentare. Und wer natürlich neu auf meinem Kanal gelandet ist, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Wie gesagt, es ist kostenlos, es kostet euch nichts außer der eine Klick. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, aktiviert auch die kleine Glocke daneben. Dann heißt es für mich, wie immer zu sagen, bleibt schön gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!